2019 habe ich bei Null gestartet. Heute steht mein Qualitätsaktiendepot bei 350.000 € und über 100.000 € Gewinn. Das Fundament steht also und jetzt kommt die nächste Stufe. Ich lerne die hohe Kunst des Tradings, um meinen Weg zur ersten Million bis 2036 zu beschleunigen. Hier gibt's keine Fake-Anleitung zum schnell reich werden. Wer das auf Social Media verspricht, will dir nur was verkaufen. Ich zeige dir komplett transparent meine echten Setups, meine Trades mit Gewinnen und meine fetten Fehler. Als Inspiration für dein eigenes Trading. Und heute gehen wir schnell alle meine kürzlichen Trades durch. Wir schauen uns gemeinsam die Gewinne und Verluste an. Ich zeige dir meine aktiven Positionen bzw. laufende Trades. Und wir werfen einen Blick auf 3 spannende Setups, die demnächst kommen werden. Also klicke nichts, kaufe nichts und schau einfach zu, wie man als Angestellter und Familienvater die nächste Stufe zündet. Alle Inhalte auf diesem Kanal spiegeln ausschließlich meine persönliche Meinung und meine eigenen Erfahrungen als privater Anleger wider. Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um eine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Investitionen an der Börse haben wie alles im Leben ein gewisses Risiko und können zum Totalverlust führen. Außerdem sind Trading- und CFD-Produkte nicht für jeden Anleger geeignet. Handle bitte verantwortungsvoll und informiere dich eigenständig vor jeder Investition. So, dann lass uns zu Xstation springen und meine abgeschlossenen Trades anschauen. Wir gehen von unten nach oben durch, aber bitte nicht streng bewerten. Ich bin noch ganz am Anfang meiner Trading-Karriere. Mein allererster Trade war bei FedEx-Aktie. Am 12.03. rein, am 31.03. raus. Minus $11. Eigentlich stand die Position nach den guten Quartalszahlen nachbörslich bei plus 10%, aber zum Börsenbeginn wurden alle Gewinne wieder abgegeben. Netflix CFD am 12.03. rein, am 14.04. mit $48 Gewinn geschlossen. Das war mein erster erfolgreicher Trade sozusagen. Coca-Cola plus $8 Gewinn. UiPath war die Aktie, die ich auf dem Kanal verlost habe. Also ignorieren. ServiceNow CFD am 20. April rein, am 19. Mai ging es über den Take Profit mit einem Gewinn von etwa $45 raus. Amazon CFD wurde über einen Stop-Loss rausgeschmissen. Erster schöner Verlust von $54. Mastercard CFD nach wenigen Tagen plus $18. Netflix Aktie minus $18 Verlust. Microsoft CFD ging über den Stop-Loss raus. Ordentlicher Verlust von über $50. Pepsi CFD nach einer Woche Haltedauer plus $44 Gewinn. Meta Aktie und CFD plus $37 Gewinn. Und vor kurzem ist meine Oracle CFD über den Stop-Loss mit $46 minus rausgeflogen. Da ich noch lerne, vieles ausprobiere und für mich eine Routine suche, hat es natürlich keine Millionen an Gewinn gebracht. Außerdem habe ich das bis jetzt sehr nebenbei gemacht und bei einigen Trades habe ich entweder den Einstieg verschlafen oder mich gar nicht erst getraut reinzugehen. Daher sind die Gewinne für mich jetzt erstmal zweitrangig. Viel wichtiger ist es, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, denn beim langfristigen Investieren braucht man ja keine Stop-Losses oder Take-Profits. Also ein paar Sachen muss ich noch üben. Vielleicht noch als Info, man kann zwar alle Setups auch mit normalen Aktien machen, aber ich trade jetzt hauptsächlich mit CFDs. Denn durch den 1,5er Hebel benötige ich nicht so viel Eigenkapital. Beziehungsweise kann ich so auch von kleinen Kurssprüngen ordentlich profitieren und extrem schnell auf steigende oder eben fallende Kurse setzen. Aber ganz wichtig an der Stelle, CFDs sind Hebelprodukte. Daher spielt das Risikomanagement hier eine extrem große Rolle. Und für mich ist es ein Must-Have, dass bei allen Trades ein Stop-Loss gesetzt wird, um die Verluste von vornherein und knallhart zu begrenzen. So, jetzt zeige ich dir ganz kurz meine offenen Positionen. In dieser Spalte ist der Titel, hier siehst du den Wert der Position, hier ganz wichtig mein Stop-Loss und mein Take-Profit. Und wie du siehst, ist hier noch alles ziemlich rot. Amazon CFD ist einstellig im Plus. Bei Netflix habe ich sogar 2 CFD-Positionen, die ältere ist knallrot und die neuere leicht im Plus. Ich habe Netflix auch in meinem Langfristdepot und denke, die Aktie hat viel Potenzial, daher bleibe ich hier ganz entspannt. Procter & Gamble CFD habe ich erst vor kurzem aufgemacht und der Trade soll bis Ende August laufen. PepsiCo CFD läuft bis Ende Juli. Starbucks CFD lasse ich auch nur wenige Wochen laufen und Tesla war eher ein Testtrade, daher ist er auch solide im Minus. Und da ich jetzt nicht nur meine Trades zeigen möchte, sondern auch ein bisschen Mehrwert liefern, wie versprochen habe ich 3 spannende Setups mitgebracht, die demnächst gute Chancen auf Gewinne haben. Und nicht vergessen, das ist jetzt keine Anleitung oder Anlageempfehlung, sondern reine Inspiration und Entertainment. Dafür gehen wir direkt in dieses Tool hier rein. Das ist perfekt für Einsteiger wie mich, die noch nicht die ganzen Charttechniken so gut kennen, sich aber in das Trading reinfuchsen wollen. Dafür gehen wir einfach in die Saisonalitäten, wir suchen nach CBOE Global Markets,
wählen 10 Jahre aus und bekommen so einen schönen Chart. Wenn man die Daten aus den letzten 10 Jahren zusammenfügt, dann kommt so ein Chart heraus und das ist quasi meine Basis für den Trade. Wir haben jetzt Ende Juli und da sieht man einen schönen Anstieg hier. Ich klicke hier im Tief und ziehe den Bereich bis nach oben und voilà, ich habe ein fertiges Setup für den Trade. Einstieg wäre der 31. Juli, Ausstieg spätestens am 25. August. Wir haben hier eine wahnsinnige Trefferquote von 100%. Nein, das ist natürlich keine Garantie, dass du einen Gewinn machst, sondern das heißt nur, dass die Aktie in den letzten 10 Jahren in genau diesem Fenster immer gestiegen ist. Vielleicht wird sie dieses Jahr nicht steigen, das weiß man halt vorher nie. Aber beim Trading arbeitet man mit Wahrscheinlichkeiten und historisch betrachtet sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Auch wenn wir zu X-Station springen und uns das letzte Jahr anschauen, vom 31.07. bis 25.08. ist die Aktie um mehr als 3% gestiegen. Ja, das ist nicht viel, aber wenn man mit CFDs arbeitet, dann ist das die Rendite mal 5. Dann springen wir mal zurück zu Sentinel. Der durchschnittliche und der mediane Profit liegt bei etwa 6%. Das heißt, hier wäre ein realistischer Take-Profit. Du kannst natürlich darauf spekulieren, dass es hier wieder eine Euphorie gibt und die Aktie um 15% steigt, aber das ist eher unwahrscheinlich. Was bei den CFDs ganz wichtig ist, ist das Risikomanagement und ein Stop-Loss. Auf 10 Jahre historisch gesehen lag der maximale Kursrückgang bei 6,2%. Das heißt, diese 6,2% würde ich auch als Stop-Loss setzen. Also ich kaufe die Aktie beim Kurs von $100 und bei etwa $94 würde ich dann meinen Stop-Loss setzen. Hier kannst du nochmal die maximalen Anstiege und Rückgänge in Dollar sehen und die Haltedauer. Unten in der Tabelle hast du noch die einzelnen Jahre und Daten separat zum Nachschauen. Also im Endeffekt ist das ein fertiges Setup für einen Trade. Welcher Output wäre hier möglich? Wenn ich $100 in einen CFD investiere, dann wäre meine Position bei einem 1,5er Hebel $500 groß. Wenn der Trade nach Plan abläuft, dann verdienen wir bei 6% Rendite $30. Minus ein paar Dollar Swaps, also quasi Zinsen für das ausgeliehene Fremdkapital, also kommen aus $100 Eigenkapital am Ende um die $25 Gewinn heraus. Das ist eine Rendite von 25% nach knapp einem Monat. Im Worst Case fliegt man über den Stop-Loss raus und macht genau diesen Verlust, aber das gehört zum Trading eben dazu. Übrigens kannst du mit Saisonalitäten auch nach Short-Positionen suchen. Da musst du nur eine fallende Stelle markieren, aber da bin ich persönlich raus. Ich setze lieber immer auf steigende Kurse. Trade Nummer 2 wäre ein Setup für das Event rund um den Verbraucherpreisindexbericht. Dazu gehen wir in den Event Screener und suchen nach Nvidia. Wir wählen den CPI-Report aus, stellen 18 Monate ein, Trefferquote ab 60%, durchschnittlicher Profit und Median ab 2%, nur Long und maximaler Rückgang zum Beispiel bei 8,5%. Das alles kannst du übrigens komplett nach deinem eigenen Geschmack filtern. Und so bekommen wir unser Setup für dieses monatliche Event. Trefferquote liegt bei 83%, Take Profit bei etwa 5%, den Stop-Loss setzt du bei 8,4% unter deinem Einkaufskurs an und der Report wird am 12.08. veröffentlicht. Das heißt, wir machen am 7. August die Position auf und schließen sie spätestens am 17. August. Wenn der 5% Profit früher ausgelöst wird, ist das natürlich umso besser. Und die Trade-Idee Nummer 3 ist Hilton. Das wäre dieser Anstieg hier, vom 3.8. bis 14.9. Take Profit liegt bei etwa 5%, den Stop-Loss setzt du bei 6,8% unter dem Einkaufskurs an, 42 Tage im Trade und historisch gesehen waren 10 von 10 Trades in diesem Zeitraum positiv. Es ist natürlich nicht garantiert, dass es auch dieses Jahr positiv läuft, aber die Chancen stehen statistisch gesehen extrem gut. Und genauso praktisch und einfach kannst du mit dem Tool deine Trades finden. So mein Freund, ich hoffe das Video war für dich interessant, ich werde dich auf dem Laufenden halten, schreibe Trading in die Kommentare, falls du solche Updates öfters sehen möchtest. Falls du das Ganze jetzt selbst mal ausprobieren möchtest, schau unten in die Videobeschreibung rein. Für meine Trades nutze ich als Setup die X-Station von XTB. Das ist für mich aktuell der beste CFD-Broker, bei dem du bis 100.000 Euro Umsatz im Monat sogar komplett kommissionsfrei handelst. Und vielleicht ein kleiner Tipp, wenn du schnell genug bist, kannst du dir über meinen Link mit dem Code HOME aktuell noch eine Gratis-Aktie sichern. Das Saisonalitäten-Tool Sentinel kannst du noch bis Ende Juli komplett kostenlos testen, also nutze die Chance, um mehr Inspirationen zu bekommen. Lass auf jeden Fall ein Abo da. Danke dir fürs Zuschauen, danke für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.